Lektion 1: Ein neues Telefon kaufen. Hallo Anna, mein Handy funktioniert nicht und ich glaube, ich brauche ein neues. Was ist mit dir? Denken Sie darüber nach, sich ein neues Handy zuzulegen? Hallöchen. Lustig, dass du es erwähnst, ich habe auch darüber nachgedacht, mir ein neues Handy zuzulegen. Meins ist etwas veraltet. Ich verstehe. Die Technologie entwickelt sich heutzutage so schnell und es ist leicht, ins Hintertreffen zu geraten. Nach welchen Funktionen suchen Sie in einem neuen Telefon? Ich bin auf jeden Fall an einem Handy mit einer guten Kamera interessiert. Ich fotografiere gerne, daher ist eine hochwertige Kamera für mich ein Muss. Ich stimme zu, eine gute Kamera ist unerlässlich. Ich suche auch nach einem Telefon mit einer größeren Bildschirmgröße für eine bessere Sichtbarkeit und einen besseren Medienkonsum. Das ist ein gutes Argument. Ein größerer Bildschirm kann das gesamte Multimedia-Erlebnis verbessern. Die Akkulaufzeit ist ein weiterer wichtiger Aspekt für mich. Ich brauche ein Telefon, das den ganzen Tag durchhält, ohne ständig aufgeladen werden zu müssen. Absolut. Eine langlebige Batterie ist praktisch und stellt sicher, dass wir auch unterwegs in Verbindung bleiben können. Ich habe auch nach Telefonen mit schnelleren Prozessoren geforscht. Reibungslose Leistung und Multitasking-Fähigkeiten sind mir wichtig. Das verstehe ich vollkommen. Ein schneller Prozessor kann das allgemeine Benutzererlebnis und die Produktivität erheblich verbessern. Neigen Sie zu einer bestimmten Marke oder einem bestimmten Betriebssystem? Ich benutze Android schon eine Weile, daher fühle ich mich damit wohler. Aber ich bin auch offen dafür, andere Optionen zu erkunden. Ich habe hauptsächlich iOS-Geräte verwendet, bin aber offen dafür, auch Android in Betracht zu ziehen. Es ist gut, unvoreingenommen zu sein und alle Möglichkeiten auszuloten. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, ein Telefon zu finden, das unseren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben entspricht. Haben Sie über die Speicherkapazität nachgedacht, die Sie in Ihrem neuen Telefon haben möchten? Ja, Lagerung ist entscheidend. Ich neige dazu, viele Fotos und Videos zu speichern, daher suche ich ein Telefon mit ausreichend Speicherplatz. Das macht Sinn. Wenn wir genügend Speicherplatz haben, müssen wir nicht ständig Dateien löschen oder uns Sorgen machen, dass uns der Speicherplatz ausgeht. Einverstanden. Es ist immer besser, mehr Speicherplatz zu haben, als wir denken, dass wir brauchen werden. Haben Sie abschließend ein Budget für Ihr neues Telefon im Auge? Ja, das Budget ist wichtig. Ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, wie viel ich bereit bin auszugeben, aber ich denke auch über den langfristigen Wert und die Haltbarkeit des Telefons nach. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Budget und Qualität zu finden. Absolut. Wir wollen sicherstellen, dass wir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten. Nun, es scheint, als ob wir beide auf der Suche nach neuen Handys sind. Lassen Sie uns unsere Recherchen fortsetzen und alle interessanten Funde teilen, auf die wir stoßen. Klingt nach einem Plan, John. Es ist immer hilfreich, Informationen und Meinungen auszutauschen, wenn Sie einen so wichtigen Kauf tätigen. Ich stimme zu, Anna. Halten wir uns gegenseitig auf dem Laufenden. Viel Glück bei Ihrer Suche und ich hoffe, Sie finden das perfekte Telefon. Lektion 2: Ein Partykleid auswählen. Hallo Anna, ich suche ein Kleid für eine bevorstehende Party. Wie wäre es mit diesem? Was denkst du? Hallo. Das Kleid sieht umwerfend aus.
Die Farbe und das Design sind perfekt für eine Party. Es würde dich auf jeden Fall von anderen abheben. Freut mich, dass es dir gefällt. Hast du Vorschläge für Accessoires, die zu diesem Kleid passen? Wie wäre es mit einer Statement-Halskette und ein paar passenden Ohrringen? Sie würden einen Hauch von Eleganz verleihen und das Kleid wunderbar ergänzen. Das klingt großartig. Ich werde auf jeden Fall nach auffälligem Schmuck suchen, um den Look zu vervollständigen. Was ist mit Schuhen? Irgendwelche Empfehlungen? Ich denke, ein paar Riemchenabsätze oder Stilettos würden gut zu diesem Kleid passen. Sie würden einen Hauch von Raffinesse verleihen und ihre Beine verlängern. Gute Idee. Ich werde nach Riemchenabsätzen Ausschau halten, die zum Kleid passen. Was denkst du über die Länge des Kleides? Ist es für den Anlass angemessen? Ich finde die Länge perfekt. Es ist nicht zu kurz oder zu lang und es fällt an einer schmeichelhaften Stelle. Es ist auf jeden Fall für eine Party geeignet. Das ist eine Erleichterung. Ich möchte sicherstellen, dass ich angemessen gekleidet bin und trotzdem stilvoll aussehe. Was ist mit der Passform? Sieht es so aus, als würde es meiner Figur schmeicheln? Unbedingt. Das Kleid scheint eine taillierte Passform zu haben, die ihre Kurven betont. Es sieht so aus, als würde es deiner Figur wunderbar schmeicheln. Danke für deinen Beitrag, Anna. Ihr Rat ist immer hilfreich, wenn es um Modeentscheidungen geht. Ich weiß das zu schätzen. Du bist willkommen, John. Ich helfe immer gerne. Mode ist eine unterhaltsame Art, uns auszudrücken, und ich diskutiere gerne mit Ihnen darüber. Ich stimme zu. Es ist toll, jemanden zu haben, mit dem man Ideen austauschen und eine zweite Meinung einholen kann. Es macht das Einkaufen viel angenehmer. Auf jeden Fall. Einkaufen macht mehr Spaß, wenn wir unsere Begeisterung und Meinungen mit jemand anderem teilen können. Übrigens, brauchst du auch Hilfe bei der Suche nach einem Kleid für die Party? Ich würde mich freuen, Ihnen einige Vorschläge unterbreiten zu können. Das ist sehr nett von dir, John. Ich habe noch nicht mit der Suche begonnen, aber ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich Hilfe benötige. Danke. Du bist willkommen, Anna. Fragen Sie ruhig jederzeit nach. Ich helfe dir gerne dabei, das perfekte Kleid zu finden. Ich weiß das zu schätzen, John. Ich bin mir sicher, dass wir beide tolle Kleider finden und eine fantastische Zeit auf der Party haben werden. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Lassen Sie uns den Prozess genießen und sicherstellen, dass wir uns in unseren ausgewählten Outfits sicher und stilvoll fühlen. Absolut, John. Hier geht es darum, die perfekten Partykleider zu finden und bleibende Erinnerungen an die Veranstaltung zu sammeln. Prost darauf, Anna. Machen wir daraus einen unvergesslichen Abend. Lektion 3. Ein Auto für einen Tag mieten. Hallo Anna, ich denke darüber nach, ein Auto für einen Tag zu mieten. Es hängt von der Art des Autos ab, das Sie wählen, oder? Hallo. Ja, der von Ihnen gewählte Fahrzeugtyp bestimmt den Mietpreis und die Verfügbarkeit. Nach welcher Art von Auto suchen Sie? Ich denke über ein Kompaktauto nach, weil es sparsam ist und leicht zu parken ist. Was sind deine Gedanken dazu? Ein Kleinwagen ist eine praktische Wahl, besonders wenn Sie in der Stadt fahren. Es ist einfacher, auf engstem Raum zu manövrieren und zu parken. Das ist wahr. Außerdem wäre es in Bezug auf den Kraftstoffverbrauch kostengünstiger. Haben Sie Empfehlungen für Autovermieter?
Ich habe gute Dinge über einige Unternehmen wie Avis und Enterprise gehört. Sie bieten eine große Auswahl an Autos und haben günstige Abholorte. Danke für die Vorschläge. Ich werde sie mir ansehen und die Preise vergleichen. Gibt es zusätzliche Gebühren oder Anforderungen, die ich beachten sollte? Einige Autovermieter erheben möglicherweise zusätzliche Gebühren für den Versicherungsschutz oder zusätzliche Dienstleistungen wie GPS-Navigation oder Kindersitze. Es ist wichtig, die allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig zu lesen. Ich werde mir diese Details auf jeden Fall ansehen, bevor ich eine Reservierung vornehme. Sicherheit hat ebenfalls Priorität. Sind Mietwagen mit Versicherungsschutz ausgestattet? Die meisten Mietwagen haben einen Grundversicherungsschutz, aber es ist eine gute Idee, sich bei der Mietwagenfirma zu erkundigen, um den Umfang des Versicherungsschutzes zu erfahren. Ich werde das auf jeden Fall klarstellen. Was die Dauer angeht, denke ich darüber nach, das Auto für einen ganzen Tag zu mieten. Ist das die Standardmietdauer? Ja, das Auto für einen ganzen Tag zu mieten, ist in der Regel die Standardmietdauer. Einige Unternehmen bieten jedoch möglicherweise auch Stunden- oder Halbtagstarife an. Ich verstehe. Eine Ganztagesmiete sollte mir genug Zeit geben, um meine Besorgungen zu erledigen und das Auto am Ende des Tages zurückzugeben. Gibt es eine Kilometerbegrenzung? Autovermieter haben in der Regel ein Kilometerlimit für jede Mietperiode. Wenn Sie das Limit überschreiten, wird Ihnen möglicherweise eine zusätzliche Gebühr pro Meile berechnet. Es ist wichtig, das vorher zu klären. Gut zu wissen. Ich erkundige mich nach dem Kilometerlimit, um sicherzustellen, dass es meiner geplanten Nutzung entspricht. Müssen Mietwagen vor der Rückgabe betankt werden? Ja, Mietwagen sind in der Regel mit einem vollen Tank ausgestattet, und es wird erwartet, dass Sie auch mit vollem Tank zurückgeben. Andernfalls kann Ihnen das Tanken in Rechnung gestellt werden. Ich werde sicherstellen, dass der Tank aufgefüllt ist, bevor ich das Auto zurückgebe. Es ist besser, zusätzliche Kosten zu vermeiden. Vielen Dank für all die hilfreichen Informationen, Anna. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Ein Auto zu mieten kann eine bequeme Option sein, insbesondere für einen Tag voller Besorgungen oder Erkundungen. Absolut. Es bietet Flexibilität und erspart uns die Abhängigkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich freue mich über Ihre Unterstützung während dieses Prozesses. Es ist mir ein Vergnügen, John. Ich bin immer hier, um zu helfen. Ich hoffe, Sie haben eine reibungslose Erfahrung mit der Anmietung des Autos und dass es Ihren Bedürfnissen gut entspricht. Danke, Anna. Ich werde dich auf dem Laufenden halten, wie es läuft. Auf eine erfolgreiche Autovermietung und einen produktiven Tag vor uns. Lektion 4: Die Stadt erkunden. Hey Anna, hast du jemals unsere Stadt erkundet? Hallo John. Ja, habe ich. Es gibt so viele interessante Orte zu besuchen. Warst du schon in welchen? Ja, ich war im örtlichen Museum. Es ist unglaublich. Sie haben eine Vielzahl von Ausstellungen. Das klingt faszinierend. Wie viel kostet ein Besuch? Nun, es ist tatsächlich kostenlos für unsere Gäste. Für den Eintritt fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Das ist großartig. Ich liebe es, wenn Dinge kostenlos sind. Welche anderen Attraktionen empfehlen Sie? Die botanischen Gärten sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Die Blumen dort sind atemberaubend. Oh, ich liebe Blumen.
Befinden Sie sich in der Nähe des Museums? Nein, sie sind in einem anderen Teil der Stadt. Aber keine Sorge, es ist einfach, mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin zu gelangen. Das ist praktisch. Gibt es eine Bus- oder U-Bahn-Station in der Nähe? Ja, beide Optionen sind verfügbar. Die Bushaltestelle befindet sich direkt auf der anderen Straßenseite vom Museum und die U-Bahn-Station ist nur ein paar Blocks entfernt. Perfekt. Ich werde dafür sorgen, bald eine Reise dorthin zu planen. Gibt es noch andere Orte, die man gesehen haben muss? Unbedingt. Der örtliche Park ist ein beliebter Ort, besonders am Wochenende. Die Leute versammeln sich dort oft zu Picknicks und Outdoor-Aktivitäten. Das klingt herrlich. Ich verbringe gerne Zeit im Freien. Ist es weit vom Museum und den botanischen Gärten entfernt? Nein, es ist eigentlich ziemlich nah dran. Es ist nur wenige Gehminuten von beiden Orten entfernt. Das ist fantastisch. Ich werde den Park auf jeden Fall zu meiner Reiseroute hinzufügen. Danke für die Empfehlungen, John. Du bist willkommen, Anna. Du wirst sicher viel Spaß haben, unsere Stadt zu erkunden. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Vorschläge benötigen. Lektion 5: Einkaufsbummel. Hey Anna, ich habe heute ein paar tolle Angebote im Einkaufszentrum gefunden. Hallo John. Das ist großartig. Was hast du gefunden? Ich habe ein neues Paar Schuhe und eine stylische Jacke gekauft. Sie waren im Verkauf. Oh, klingt gut. Ich wollte auch meine Garderobe auf den neuesten Stand bringen. In welchen Laden bist du gegangen? Ich ging in das Kaufhaus an der Main Street. Sie haben eine große Auswahl. Ich nehme sie. Wie viel hast du für deine Einkäufe ausgegeben? Die Schuhe kosteten $50 und die Jacke $80. Es war ein gutes Angebot. Das ist überhaupt nicht schlecht. Akzeptieren Sie Kreditkarten im Geschäft? Ja, das tun sie. Sie können mit jeder gängigen Kreditkarte bezahlen oder sogar Bargeld verwenden. Das ist praktisch. Normalerweise bevorzuge ich es, meine Kreditkarte für Einkäufe zu verwenden. Es ist definitiv einfacher. Außerdem können Sie auf Ihrer Karte Prämienpunkte sammeln. Das ist ein gutes Argument. Ich liebe es, Belohnungen für meine Einkaufsbummel zu bekommen. Es ist eine Win-Win-Situation. Du bekommst neue Klamotten und verdienst gleichzeitig Belohnungen. Unbedingt. Ich freue mich darauf, den Laden zu besuchen. Ist es weit von hier entfernt? Nein, es ist nur eine kurze Autofahrt entfernt. Wir können zusammen hingehen, wenn du möchtest. Das würde Spaß machen. Mit einem Freund einkaufen macht immer mehr Spaß. Ich stimme zu. Wir können uns gegenseitig Modetipps geben und bei der Entscheidungsfindung helfen. Das klingt nach einem Plan. Lass uns ein Datum und eine Uhrzeit festlegen, um zusammen einkaufen zu gehen. Perfekt. Darauf freue ich mich. Wir werden viel Spaß beim Erkunden des Ladens haben. Lektion 6: Leistungen am Arbeitsplatz. Hallo Anna, hast du schon einmal über unsere Leistungen an Arbeitnehmer hier nachgedacht? Hallo John. Eigentlich war ich nur neugierig darauf. Glauben Sie,
dass wir hier gute Leistungen für Arbeitnehmer haben? Definitiv. Wir haben eine Krankenversicherung, die die Krankheitskosten abdeckt. Das ist großartig. Es ist wichtig, für unerwartete Situationen eine Krankenversicherung abzuschließen. Absolut. Es gibt uns die Gewissheit, dass für unsere Gesundheit gesorgt ist. Gibt es noch andere Vorteile, die wir genießen können? Ja, wir haben auch eine Altersvorsorge. Wir können einen Teil unseres Gehalts beisteuern und das Unternehmen passt ihn an. Das ist fantastisch. Es ist wichtig, für die Zukunft zu planen und finanzielle Sicherheit zu haben. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir ein Notgroschen für den Ruhestand bauen. Gibt es zusätzliche Vergünstigungen oder Boni, die wir erhalten? Ja, wir haben jährliche Leistungsprämien, die auf unseren Leistungen basieren. Das ist ein zusätzlicher Anreiz, hart zu arbeiten. Das ist motivierend. Es ermutigt uns, in unserer Arbeit nach Exzellenz zu streben. Absolut. Es ist immer schön, für unsere Bemühungen anerkannt und belohnt zu werden. Ich habe gehört, dass einige Unternehmen flexible Arbeitszeiten oder Optionen für die Arbeit von zu Hause aus anbieten. Haben wir die? Ja, das tun wir. Wir haben flexible Arbeitszeiten und unter bestimmten Umständen können wir von zu Hause aus arbeiten. Das ist fantastisch. Es ermöglicht eine bessere Work-Life-Balance und erhöht die Produktivität. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, ein gesundes Arbeitsumfeld zu haben, das das Wohlbefinden fördert. Ich bin dankbar für diese Vorteile. Es zeigt, dass unser Unternehmen seine Mitarbeiter schätzt. Absolut. Das ist einer der Gründe, warum unser Arbeitsplatz so positiv und unterstützend ist. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist großartig, Teil eines Unternehmens zu sein, das sich um das Wohlergehen seiner Mitarbeiter kümmert. Ich freue mich, dass du so denkst, Anna. Unsere Leistungen an Arbeitnehmer machen einen Unterschied in unserem Leben. Das tun sie auf jeden Fall, John. Das erinnert uns daran, wie viel Glück wir haben, hier zu arbeiten. Absolut. Lassen Sie uns das Beste aus diesen Vorteilen machen und weiterhin hervorragende Arbeit leisten. Lektion 7: Erkundung der malerischen Route. Hallo Anna, hast du schon einmal den malerischen Weg zur Arbeit genommen? Hallo John. Nein, ich nehme normalerweise die Hauptautobahn. Was ist das Besondere an der landschaftlich reizvollen Route? Nun, es bietet eine wunderschöne Aussicht auf die Landschaft und vermeidet den starken Verkehr. Das klingt verlockend. Dauert es länger, das Ziel zu erreichen? Nicht unbedingt. Manchmal geht es sogar schneller, weil auf der landschaftlich reizvollen Strecke weniger Autos unterwegs sind. Das ist interessant. Ich erwäge, es auszuprobieren. Ist es einfach zu navigieren? Ja, die Anweisungen sind einfach. Sie folgen einfach den Schildern zur landschaftlich reizvollen Route. Das ist praktisch. Ich mag es, wenn die Dinge leicht zu verfolgen sind, besonders wenn ich morgens zur Arbeit gehe. Es ist ein erfrischender Szenenwechsel. Sie können die Schönheit der Natur genießen, bevor Sie Ihren Tag beginnen. Ich kann mir vorstellen, wie entspannend das sein muss.
Es ist eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen. Absolut. Die malerische Route vermittelt ein Gefühl von Ruhe und Frieden. Gibt es bestimmte Sehenswürdigkeiten oder Attraktionen auf dem Weg? Ja, es gibt eine bezaubernde kleine Stadt mit einem malerischen Café. Es ist ein perfekter Ort für eine Kaffeepause. Das klingt entzückend. Ich liebe es, neue Orte zum Entspannen und Erholen zu entdecken. Außerdem ermöglicht die Nutzung der landschaftlich reizvollen Route mehr Flexibilität in ihrem Zeitplan. Das ist definitiv ein Vorteil. Ich schätze Flexibilität, besonders in meinem Tagesablauf. Sie können die Reise genießen und sich Zeit nehmen. Es gibt keine Eile, um an Ihr Ziel zu gelangen. Das ist ein gutes Argument. Manchmal ist es schön, langsamer zu werden und die kleinen Dinge zu schätzen. Absolut. Im Leben geht es um die Reise, nicht nur um das Ziel. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Ich fange an, die landschaftlich reizvolle Route in meinen Arbeitsweg zu integrieren. Das ist wunderbar, Anna. Ich bin sicher, Sie werden die Abwechslung und die schöne Aussicht genießen. Danke, dass du es vorgeschlagen hast, John. Ich freue mich darauf, die malerische Route zu erkunden. Du bist willkommen, Anna. Gute Reisen und viel Spaß auf der Reise. Lektion 8: Optionen erkunden. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit über verschiedene Parts nachgedacht. Wie steht's mit dir? Hallo John. Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Es stehen so viele Optionen zur Verfügung. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, ein Part zu finden, das unseren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben entspricht. Ich stimme zu. Komfort und Funktionalität sind wichtige Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Haben Sie sich mit bestimmten Marken oder Arten von Polstern befasst? Ja, ich habe einige Nachforschungen angestellt. Es gibt Bioparts aus natürlichen Materialien. Das klingt interessant. Es ist toll, umweltfreundliche Optionen zu haben. Absolut. Es ist wichtig, sich unserer Auswirkungen auf die Umwelt bewusst zu sein. Ich habe auch über Parts mit unterschiedlichen Saugfähigkeiten nachgedacht. Das ist ein gutes Argument. Es ist wichtig, ein Part zu wählen, das das richtige Maß an Schutz bietet. Einige Parts bieten auch zusätzliche Funktionen wie Geruchskontrolle und Feuchtigkeitstransport. Das klingt nach großartigen zusätzlichen Vorteilen. Es geht darum herauszufinden, was für uns am besten funktioniert. Genau. Es ist eine persönliche Entscheidung und die Vorlieben aller können variieren. Hast du Bewertungen oder Empfehlungen für bestimmte Parts gelesen? Ja, ich habe mir Bewertungen online angesehen, um mir ein besseres Bild von den Erfahrungen der Leute zu machen. Das ist ein kluger Ansatz. Es kann hilfreich sein, die Meinungen anderer Menschen zu hören, um eine Entscheidung zu treffen. Es lohnt sich auch, den Preis und das Preis-Leistungs-Verhältnis in Betracht zu ziehen. Stimmt. Wir wollen ein Part finden, das gute Qualität zu einem vernünftigen Preis bietet. Und vergessen wir nicht die Bequemlichkeit. Parts, die leicht zu transportieren und zu entsorgen sind ebenfalls wichtig. Absolut. Portabilität und Diskretion sind Faktoren,
die es zu berücksichtigen gilt. Nun, es scheint, als ob wir beide einige Optionen haben, die wir weiter untersuchen müssen. Auf jeden Fall. Es ist ein Prozess, bei dem wir die richtige Lösung für unsere Bedürfnisse finden. Ich freue mich, dass wir diese Diskussion hatten. Es ist immer hilfreich, Ideen und Erkenntnisse auszutauschen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wichtig, informierte Entscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns unsere Recherche fortsetzen und die perfekten Polster für uns finden. Klingt nach einem Plan, John. Hier geht es darum, die besten Optionen für unseren Komfort und unser Wohlbefinden zu finden. Prost darauf, Anna. Stellen wir sicher, dass wir auf jede erdenkliche Weise auf uns selbst aufpassen. Lektion 9: Frische und hochwertige Produkte. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, wie die Qualität und Frische der Produkte variieren können? Hallo John. Ja, das ist definitiv etwas, das Sie beim Einkauf von Obst und Gemüse berücksichtigen sollten. Absolut. Es ist wichtig, frische und qualitativ hochwertige Produkte zu wählen. Ich stimme zu. Frische Produkte schmecken nicht nur besser, sondern liefern auch mehr Nährstoffe. Eine Möglichkeit, für Frische zu sorgen, besteht darin, auf lokalen Bauernmärkten einzukaufen. Das ist eine tolle Idee. Lokale Märkte bieten oft frisch geerntete Produkte an. Außerdem können Sie direkt mit den Landwirten sprechen und sie nach ihren Anbaumethoden fragen. Das ist definitiv ein Vorteil. Es ermöglicht uns, besser zu verstehen, woher unsere Lebensmittel kommen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, unser eigenes Obst und Gemüse anzubauen, wenn wir Platz haben. Das ist wahr. Produkte aus eigenem Anbau können unglaublich frisch und lohnend sein. Wir können mit einfachen Kräutern oder kleinem Gemüse beginnen, auch wenn wir keinen großen Garten haben. Das ist eine großartige Möglichkeit, direkt vor unserer Haustür Zugang zu frischen Zutaten zu haben. Wenn wir Produkte in Lebensmittelgeschäften kaufen, können wir nach Anzeichen von Frische Ausschau halten. Ja, wir sollten auf Festigkeit und lebendige Farben achten und sichtbare Anzeichen von Verderb vermeiden. Es ist auch hilfreich zu wissen, welches Obst und Gemüse gerade Saison hat. Saisonale Produkte sind in der Regel geschmackvoller und haben einen höheren Nährwert. Genau. Wir können unsere Mahlzeiten je nach Jahreszeit planen, um die beste Qualität zu genießen. Ein weiterer Tipp ist, die Produkte richtig zu lagern, um ihre Frische zu erhalten. Das ist ein wichtiger Punkt. Verschiedene Obst- und Gemüsesorten erfordern unterschiedliche Lagerungsmethoden. Einige müssen im Kühlschrank aufbewahrt werden, während andere am besten bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Und es ist immer eine gute Idee, die verderblichsten Artikel zuerst zu konsumieren. Absolut. Auf diese Weise können wir jegliche Verschwendung vermeiden und die frischesten Produkte genießen. Insgesamt können wir gesündere Entscheidungen treffen, wenn wir auf Frische und Qualität achten. Das ist wahr. Frische und hochwertige Produkte sind für eine ausgewogene Ernährung unerlässlich. Machen wir es uns zur Gewohnheit, bei der Auswahl unseres Obstes und Gemüses der Frische Priorität einzuräumen. Lektion 10: Die Reise planen. Hallo Anna, ich habe von diesem fantastischen Reiseziel gehört. Das klingt faszinierend. Wie können wir unsere Reise dorthin planen?
Hallo John. Das ist aufregend. Lassen Sie uns zunächst die Daten für unsere Reise festlegen. Guter Punkt. Wir sollten unsere Zeitpläne überprüfen und sehen, wann wir beide frei haben. Sobald wir die Daten haben, können wir nach Flügen oder anderen Transportmitteln suchen. Richtig. Es ist wichtig, die Preise zu vergleichen und die bequemste Option zu finden. Wir sollten auch die Dauer der Reise berücksichtigen und wie viel Zeit wir für die Erkundung haben. Absolut. Wir wollen sicherstellen, dass wir genug Zeit haben, um alle Highlights zu sehen. Die Erforschung des Reiseziels ist entscheidend. Wir können uns über die Attraktionen und Aktivitäten informieren, die man unbedingt besuchen muss. Das ist wahr. Wir können Reiseblogs lesen, Videos ansehen und Empfehlungen einholen. Es ist auch hilfreich, das lokale Wetter zu überprüfen und entsprechend zu packen. Auf jeden Fall. Wir wollen auf das Klima und alle spezifischen Aktivitäten, die wir planen, vorbereitet sein. Die Suche nach einer geeigneten Unterkunft ist ein weiterer wichtiger Schritt. Ja, wir können nach Hotels, Hostels suchen oder sogar in Betracht ziehen, eine Wohnung oder ein Haus zu mieten. Es ist eine gute Idee, Bewertungen zu lesen und die Lage und Ausstattung zu überprüfen. Wir sollten auch über den Transport innerhalb des Ziels nachdenken. Das ist richtig. Wir können nach öffentlichen Verkehrsmitteln suchen oder erwägen, ein Auto zu mieten. Die Planung unserer täglichen Reiseroute kann unsere Reise organisierter und effizienter machen. Ja, wir können eine Liste der Orte erstellen, die wir täglich besuchen möchten, und die Routen planen. Es ist auch wichtig, ein Budget für unsere Reise zu erstellen und unsere Ausgaben im Auge zu behalten. Absolut. Wir können ein Tagesbudget für Essen, Aktivitäten und Souvenirs festlegen. Wir könnten auch nach Rabatten oder Angeboten suchen, die möglicherweise für Attraktionen oder Restaurants verfügbar sind. Lektion 11: Die Vorteile herkömmlicher Anzeigen. Hallo Anna, hast du jemals über die Vorteile traditioneller Werbung in der heutigen digitalen Welt nachgedacht? Hallo John. Es ist ein interessantes Thema. Traditionelle Anzeigen haben immer noch ihre Vorteile. Absolut. Selbst mit dem Aufkommen der Online-Werbung können traditionelle Anzeigen ein breites Publikum erreichen. Das ist wahr. Fernsehwerbespots, Werbetafeln und Printwerbung können immer noch die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich ziehen. Herkömmliche Anzeigen sind oft physisch präsent, was sie einprägsam und wirkungsvoll macht. Ja, eine Anzeige in einer Zeitschrift oder auf einer Werbetafel zu sehen, kann einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Herkömmliche Anzeigen können auch bestimmte lokale Zielgruppen effektiv ansprechen. Das ist ein gutes Argument. Lokale Zeitungen oder Radiosender können eine bestimmte Community erreichen. Ein weiterer Vorteil ist, dass herkömmliche Anzeigen im Vergleich zu Online-Pop-ups weniger aufdringlich sein können. Auf jeden Fall. Die Nutzer können sich freiwillig mit herkömmlichen Anzeigen beschäftigen, anstatt unterbrochen zu werden. Herkömmliche Anzeigen können auch ein Gefühl von Vertrauen und Glaubwürdigkeit schaffen. Ja, eine bekannte Marke in einer Printanzeige oder im Fernsehen zu sehen, kann das Vertrauen der Verbraucher stärken. Herkömmliche Anzeigen können für bestimmte demografische Gruppen, zum Beispiel für ältere Generationen, ansprechender sein.
Das ist wahr. Manche Menschen bevorzugen immer noch das taktile Erlebnis, eine Zeitung oder Zeitschrift zu lesen. Traditionelle Anzeigen können auch eine hervorragende Ergänzung zu digitalen Marketingstrategien sein. Absolut. Eine gut abgerundete Marketingkampagne umfasst oft sowohl traditionelle als auch digitale Elemente. Herkömmliche Anzeigen können für Unternehmen von Vorteil sein, die auf eine bestimmte Nische oder einen bestimmten lokalen Markt abzielen. Ja, es ermöglicht Ihnen, auf einer persönlicheren Ebene mit Ihrer Zielgruppe in Kontakt zu treten. Außerdem können herkömmliche Anzeigen eine längere Lebensdauer haben. Die Leute behalten Zeitschriften oder Zeitungen möglicherweise länger als digitale Anzeigen. Das ist ein gutes Argument. Herkömmliche Anzeigen können in den Häusern oder am Arbeitsplatz der Menschen dauerhaft präsent sein. Für Unternehmen ist es jedoch wichtig, ihre Zielgruppe zu analysieren und die richtige Mischung aus Werbekanälen auszuwählen. Absolut. Es ist wichtig, die Vorlieben und Gewohnheiten der Zielgruppe zu verstehen. Letztlich kann eine Kombination aus traditionellen und digitalen Anzeigen die Reichweite und Wirkung eines Unternehmens maximieren. Genau. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden und verschiedene Werbemittel effektiv zu nutzen. Selbst im digitalen Zeitalter haben traditionelle Anzeigen also immer noch ihre Vorteile und spielen eine wichtige Rolle im Marketing. Auf jeden Fall. Sie bieten einzigartige Vorteile, die nicht übersehen werden sollten. Es ist faszinierend, wie sich die Werbelandschaft weiterentwickelt, nicht wahr? Absolut. Die sich ständig ändernde Dynamik macht den Bereich Marketing spannend und voller Möglichkeiten. In der Tat, Anna. Bleiben wir offen für neue Möglichkeiten und Strategien und schätzen wir gleichzeitig die Vorteile herkömmlicher Anzeigen. Lektion 12: Kündigungsklauseln in Verträgen. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, Kündigungsklauseln in Verträge aufzunehmen? Hallo John. Absolut, Kündigungsklauseln können Klarheit und Schutz für beide Parteien bieten. Das ist wahr. Sie beschreiben die Bedingungen, unter denen ein Vertrag gekündigt werden kann. Kündigungsklauseln können die Rechte und Pflichten jeder Partei im Falle einer Kündigung festlegen. Genau. Sie können helfen, Streitigkeiten zu vermeiden und einen klaren Weg in die Zukunft aufzuzeigen. Kündigungsklauseln können auch Kündigungsfristen beinhalten, um einen geordneten Kündigungsprozess zu ermöglichen. Das ist wichtig. Das gibt beiden Parteien Zeit, sich anzupassen und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Kündigungsklauseln können Situationen behandeln, in denen eine Partei gegen den Vertrag verstößt. Ja, Sie können die Konsequenzen und Abhilfemaßnahmen im Falle eines Verstoßes darlegen. Sie können auch Umstände angeben, auf die keine der Parteien Einfluss hat, wie zum Beispiel Ereignisse höherer Gewalt. Richtig. Klauseln über höhere Gewalt können die Parteien vor Verbindlichkeiten unter unvorhergesehenen Umständen schützen. Kündigungsklauseln können sich auch auf Situationen beziehen, in denen die Erfüllung des Vertrags unmöglich wird. Absolut. Sie können einen Ausweg bieten, wenn bestimmte Bedingungen eine Leistung unmöglich machen. Kündigungsklauseln können auch Probleme wie Nichtzahlung oder Nichterfüllung durch eine der Parteien regeln.
Das ist wahr. Sie können Konsequenzen für solche Situationen ziehen. Kündigungsklauseln können Flexibilität bieten, indem sie Bedingungen für eine vorzeitige Kündigung oder Verlängerung enthalten. Ja, Sie können Optionen anbieten, wenn beide Parteien vereinbaren, den Vertrag zu kündigen oder zu verlängern. Sie können auch Situationen behandeln, in denen eine Partei der Einfachheit halber kündigen möchte. Das ist wichtig. Das ermöglicht eine Kündigung, ohne den Vertrag zu verletzen. Die Kündigungsklauseln können je nach Art und Komplexität des Vertrags variieren. Absolut. Sie sollten auf die spezifischen Bedürfnisse und Risiken jeder Vereinbarung zugeschnitten sein. Es ist wichtig, die Kündigungsklauseln sorgfältig zu prüfen und auszuhandeln, bevor Sie einen Vertrag unterzeichnen. Ja, Rechtsberatung kann dazu beitragen, dass die Klauseln fair sind und die Interessen beider Parteien schützen. Es ist auch wichtig, während der Vertragsverhandlungen offen zu kommunizieren und die Kündigungsbedingungen zu besprechen. Das ist wahr. Eine klare Kommunikation kann helfen, Missverständnisse zu vermeiden und die Erwartungen aufeinander abzustimmen. Letztlich können Kündigungsklauseln ein Gefühl der Sicherheit vermitteln und bei Bedarf einen reibungslosen Austritt ermöglichen. Auf jeden Fall. Sie können den Parteien helfen, sich einvernehmlich zu trennen und potenzielle Konflikte zu minimieren. Es ist wichtig, die Vertragsbeendigung professionell und unter Einhaltung der vereinbarten Bedingungen anzugehen. Absolut, Anna. Kündigungsklauseln können zu einem gesunden und transparenten Geschäftsumfeld beitragen. Einverstanden, John. Legen wir in unseren Verträgen immer Wert auf klare und faire Kündigungsklauseln. Absolut, Anna. Sie dienen als Schutzmaßnahmen und sorgen für eine solide Grundlage für Geschäftsbeziehungen. Lektion 13. Aufregende neue Smartphones. Hallo Anna, hast du die neuen Smartphones im Shop gesehen? Sie sehen toll aus. Hallo John. Ja, ich habe sie bemerkt. Die Designs sind elegant und modern. Unbedingt. Und die Displayqualität ist unglaublich. Die Farben sind so lebendig. Ich stimme zu. Die hochauflösenden Bildschirme lassen alles so scharf und klar aussehen. Haben Sie die erweiterten Kamerafunktionen bemerkt? Sie können atemberaubende Fotos und Videos aufnehmen. Ja, die Kameratechnologie hat sich sehr verbessert. Es ist beeindruckend, was diese Smartphones können. Und sie haben leistungsstarke Prozessoren, die die Telefone schnell und effizient machen. Das ist wahr. Die Leistung ist erstklassig und ermöglicht reibungsloses Multitasking und Spielen. Ich habe auch gehört, dass die Akkulaufzeit verbessert wurde. Sie können mit einer einzigen Ladung stundenlang halten. Das ist ein großartiges Feature. Es ist frustrierend, wenn Ihr Telefon schnell stirbt, besonders wenn Sie unterwegs sind. Absolut. Und diese neuen Smartphones unterstützen auch das Schnellladen, sodass Sie sie schnell wieder verwenden können. Das ist praktisch. Schnelles Aufladen spart Zeit und stellt sicher, dass Sie nicht darauf warten müssen, dass Ihr Telefon aufgeladen wird. Ein weiteres aufregendes Feature sind die erweiterten Sicherheitsoptionen. Einige Smartphones verfügen jetzt über Gesichtserkennungs- oder Fingerabdrucksensoren.
Ja, diese Sicherheitsmaßnahmen bieten Sicherheit, da wir wissen, dass unsere persönlichen Daten geschützt sind. Und hast du die Speicherkapazität gesehen? Diese neuen Smartphones bieten ausreichend Platz für all unsere Dateien, Fotos und Apps. Das ist toll zu hören. Wenn der Speicherplatz knapp wird, kann es problematisch sein, mehr Speicherplatz zu haben. Mir ist auch aufgefallen, dass einige dieser Smartphones wasser- und staubdicht sind. Sie können versehentlichem Verschütten oder Herunterfallen standhalten. Das ist eine nützliche Funktion, besonders für diejenigen von uns, die ein bisschen ungeschickt mit ihren Telefonen umgehen. Absolut. Es erhöht die Haltbarkeit und stellt sicher, dass die Telefone den Alltag bewältigen können. Ich habe auch gehört, dass diese Smartphones über erweiterte KI-Funktionen verfügen. Sie können uns bei verschiedenen Aufgaben unterstützen. Ja, die KI-Integration wird immer häufiger. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich unsere Telefone anpassen und aus unserem Verhalten lernen können. Auf jeden Fall. Es ist, als hätten wir einen persönlichen Assistenten direkt in unserer Tasche. Die Anpassungsmöglichkeiten sind ebenfalls beeindruckend. Von Hintergrundbildern bis hin zu Themen können Benutzer ihre Smartphones einzigartig machen. Das ist ein lustiger Aspekt. Es ermöglicht uns, unserer Individualität Ausdruck zu verleihen und unsere Geräte zu personalisieren. Insgesamt bieten diese neuen Smartphones eine Vielzahl von Funktionen und Verbesserungen, die unseren Bedürfnissen und Vorlieben entsprechen. Das ist wahr. Die Fortschritte in der Smartphone-Technologie verbessern weiterhin unser tägliches Leben. Haben Sie also darüber nachgedacht, sich eines dieser neuen Smartphones zuzulegen? Ich bin definitiv versucht. Sie haben so viel zu bieten. Ich muss den Laden vielleicht noch einmal besuchen und mir das genauer ansehen. Hier auch, Anna. Lassen Sie uns die Möglichkeiten erkunden und herausfinden, welche am besten zu uns passt. Lektion 14: Vertrauen in Beziehungen aufbauen. Hallo Anna, hast du irgendwelche Tipps, wie man Vertrauen in Beziehungen aufbauen kann? Hallo John. Vertrauen ist in jeder Beziehung unerlässlich. Ein wichtiger Tipp ist, zuverlässig zu sein und ihre Verpflichtungen einzuhalten. Das macht Sinn. Das Einhalten unserer Versprechen zeigt, dass man darauf vertrauen kann, dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen. Absolut. Ein weiterer Tipp ist, in ihrer Kommunikation offen und ehrlich zu sein. Transparenz hilft, Vertrauen aufzubauen und Missverständnisse zu vermeiden. Ich stimme zu. Unsere Gedanken und Gefühle offen zu äußern, schafft eine Grundlage für Vertrauen und Authentizität. Es ist auch wichtig, aktiv zuzuhören. Zeigen Sie echtes Interesse an dem, was die andere Person zu sagen hat, und bestätigen Sie Ihre Gefühle. Aktives Zuhören zeigt, dass wir die Perspektive der anderen Person schätzen und hilft, Vertrauen und Verständnis zu fördern. Ein weiterer Tipp ist, Grenzen zu respektieren. Es ist wichtig, die von der anderen Person gesetzten Grenzen zu respektieren und sie nicht über ihre Komfortzone hinaus zu drängen. Das Respektieren von Grenzen zeigt, dass uns das Wohlbefinden der anderen Person am Herzen liegt und fördert ein Gefühl von Vertrauen und Sicherheit. Vertrauen entsteht auch durch Beständigkeit. Wenn wir in unseren Worten und Handlungen konsequent sind, entsteht ein Gefühl der Zuverlässigkeit. Beständigkeit schafft ein vorhersehbares Umfeld, in dem sich die andere Person sicher fühlt und auf unser Verhalten vertrauen kann. Vertrauen ist eine Einbahnstraße.
Es ist wichtig, auch anderen zu vertrauen. Geben Sie ihnen einen Vertrauensbonus, bis das Gegenteil bewiesen ist. Das ist ein gutes Argument. Anderen zu vertrauen ermöglicht zunächst die Entwicklung von gegenseitigem Vertrauen und stärkt die Beziehung. Der Aufbau von Vertrauen braucht Zeit, daher ist Geduld der Schlüssel. Es ist wichtig, das Vertrauen auf natürliche Weise wachsen zu lassen und den Prozess nicht zu überstürzen. Geduld ermöglicht es der Beziehung, sich in ihrem eigenen Tempo zu entwickeln und stellt sicher, dass eine solide Vertrauensbasis geschaffen wird. Entschuldigen Sie sich abschließend und machen Sie Wiedergutmachung, wenn Sie einen Fehler gemacht haben. Wenn Sie Verantwortung übernehmen, zeigen Sie, dass Sie die Beziehung schätzen und sich dafür einsetzen, Vertrauen zu gewinnen. Sich zu entschuldigen und Wiedergutmachung zu leisten, zeugt von Demut und der Bereitschaft, den entstandenen Schaden wiedergutzumachen und stärkt das Vertrauen. Vertrauen ist ein wertvolles Geschenk in jeder Beziehung. Es erfordert Anstrengung, Beständigkeit und gegenseitigen Respekt, um es aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Absolut, Anna. Vertrauen ist die Grundlage für starke und gesunde Beziehungen, die es ihnen ermöglichen, zu gedeihen und zu wachsen. Erinnern wir uns an diese Tipps und bauen wir weiterhin Vertrauen in unsere Beziehungen auf, John. Es ist eine lebenslange Reise, in die es sich zu investieren lohnt. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Lasst uns Vertrauen aufbauen und die Verbindungen, die wir haben, pflegen. Es ist die Grundlage für sinnvolle Beziehungen. In der Tat, John. Vertrauen bereichert unser Leben und verleiht unseren Interaktionen Tiefe. Lassen Sie uns es von ganzem Herzen annehmen. Gut gesagt, Anna. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen und tiefe, dauerhafte Beziehungen zu pflegen, die uns Freude und Erfüllung bringen. Lektion 15. Steh auf und strahle. Hallo Anna, hast du es heute geschafft, früh aufzustehen? Guten Morgen. Hallo da. Ja, ich bin mit dem Sonnenaufgang aufgewacht. Es ist so eine erfrischende Art, den Tag zu beginnen. Das ist großartig. Ich finde es immer schwierig, früh aufzustehen, aber ich weiß, dass es einen positiven Ton für den Tag gibt. Absolut. Wenn wir den Tag früh beginnen, haben wir mehr Zeit für uns selbst und können Aufgaben erledigen, bevor der Trubel beginnt. Ich stimme zu. Es ist eine friedliche Zeit, um sich auf das persönliche Wachstum zu konzentrieren, egal ob es um Sport, Meditation oder Lesen geht. Apropos Lesen, hast du Buchempfehlungen für die persönliche Entwicklung? Definitiv. Atomic Habits von James Clear ist eine hervorragende Wahl. Es bietet praktische Strategien, um gute Gewohnheiten aufzubauen und schlechte zu durchbrechen. Das klingt faszinierend. Ich füge es meiner Leseliste hinzu. Irgendwelche anderen Empfehlungen? The Power of Now von Eckhart Tolle ist eine transformative Lektüre. Es untersucht, wie wichtig es ist, im gegenwärtigen Moment zu leben und inneren Frieden zu finden. Ich habe großartige Dinge über dieses Buch gehört. Ich werde sicherstellen, dass ich es lese. Danke für den Vorschlag, John. Du bist willkommen, Anna. Ich bin sicher, du wirst es aufschlussreich finden. Lassen Sie uns jetzt über Morgenroutinen sprechen. Haben Sie Rituale, die Ihnen helfen, den Tag positiv zu beginnen? Unbedingt. Ich beginne gerne mit leichtem Dehnen und ein paar Minuten Meditation. Es hilft mir, meinen Kopf frei zu bekommen und meine Absichten für den Tag festzulegen. Das klingt nach einer friedlichen Art, sich zu zentrieren. Ich sollte auch etwas Dehnen in meine Routine integrieren.
Es ist einen Versuch wert, John. Dehnen kann helfen, den Körper aufzuwecken und die Flexibilität zu erhöhen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Haben Sie Tipps, wie Sie den ganzen Tag über motiviert und produktiv bleiben können? Ein Tipp ist, Aufgaben in kleinere, überschaubare Teile aufzuteilen. Es hilft, Überforderung zu vermeiden und vermittelt ein Erfolgserlebnis, wenn Sie jeden Schritt abschließen. Das ist ein toller Vorschlag. Das Aufteilen von Aufgaben in kleinere Teile macht sie zugänglicher und weniger entmutigend. Ein weiterer Tipp ist, Ihre Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu priorisieren. Es hilft Ihnen, konzentriert zu bleiben und stellt sicher, dass Sie an dem arbeiten, was wirklich wichtig ist. Priorisierung ist der Schlüssel. Es hilft uns, unsere Zeit und Energie effektiv einzusetzen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Schließlich ist es wichtig, regelmäßig Pausen einzulegen und neue Energie zu tanken. Wenn Sie für ein paar Minuten von der Arbeit weggehen, kann dies die Produktivität steigern und Burnout vorbeugen. Ich stimme zu. Pausen helfen, unseren Geist zu erfrischen und Müdigkeit vorzubeugen. Es ist wichtig, das richtige Gleichgewicht zwischen Arbeit und Erholung zu finden. Absolut, John. Durch die Umsetzung dieser Strategien können wir das Beste aus unserem Morgen herausholen und uns darauf vorbereiten, den ganzen Tag über erfolgreich zu sein. In der Tat, Anna. Genießen wir die frühen Morgenstunden und machen wir sie zu einer Zeit des Wachstums, der Produktivität und der Selbstfürsorge. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Ich wünsche mir, den Tag zu nutzen und das Beste aus unseren Vormittagen zu machen. Prost darauf, Anna. Lasst uns aufstehen und glänzen, bereit, alles zu besiegen, was der Tag uns bringt. Lektion 16: Netzwerkmöglichkeiten. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, an Messen und Netzwerkveranstaltungen teilzunehmen? Hallo John. Ja, ich denke, sie können eine großartige Gelegenheit sein, berufliche Kontakte zu erweitern und sich über Branchentrends zu informieren. Unbedingt. Auf Messen kommen häufig Experten und Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen und bieten wertvolle Einblicke und Netzwerkmöglichkeiten. Es ist eine Gelegenheit, gleichgesinnte Fachleute zu treffen und Ideen auszutauschen, die zu potenziellen Kollaborationen oder Partnerschaften führen können. Das ist wahr. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen ermöglicht es uns, ein starkes berufliches Netzwerk aufzubauen, was für das Karrierewachstum von Vorteil sein kann. Netzwerkveranstaltungen bieten auch die Möglichkeit, im Rahmen von Seminaren und Podiumsdiskussionen von Branchenführern zu lernen. Ja, erfahrenen Fachleuten zuzuhören kann wertvolles Wissen und Inspiration für unseren eigenen beruflichen Werdegang liefern. Es ist wichtig, diese Veranstaltungen mit einer positiven Einstellung anzugehen und offen dafür zu sein, neue Leute kennenzulernen. Absolut. Ansprechbar zu sein und Gespräche zu führen, kann dazu beitragen, sinnvolle Verbindungen herzustellen. Und vergessen Sie nicht, Ihre Visitenkarten mitzubringen. Sie sind eine praktische Möglichkeit, Kontaktinformationen auszutauschen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Guter Punkt, Anna. Eine gut gestaltete Visitenkarte kann einen professionellen und unvergesslichen Eindruck hinterlassen. Darüber hinaus ist es hilfreich, einen Elevator-Pitch vorzubereiten, um sich und Ihre Arbeit kurz vorzustellen. Das ist unerlässlich. Ein überzeugender Elevator-Pitch kann Interesse wecken und bei potenziellen Kontakten einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ein weiterer Tipp ist, die Leute, die Sie nach der Veranstaltung treffen, zu kontaktieren.
Das Senden einer personalisierten Nachricht oder eine Verbindung auf LinkedIn kann dazu beitragen, die Beziehung zu pflegen. Folgemaßnahmen sind von entscheidender Bedeutung. Dies zeigt Ihr echtes Interesse an der Aufrechterhaltung der Verbindung und kann zu zukünftigen Möglichkeiten führen. Absolut. Networking ist ein fortlaufender Prozess, daher ist es wichtig, engagiert zu bleiben und die Beziehungen, die Sie aufbauen, zu pflegen. Networking muss nicht auf persönliche Veranstaltungen beschränkt sein. Online-Plattformen und soziale Medien können auch wertvolle Tools sein, um Ihr berufliches Netzwerk zu erweitern. Das stimmt, John. Virtuelle Netzwerke werden immer beliebter und ermöglichen es uns, mit Fachleuten auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen der Teilnahme an physischen und virtuellen Netzwerkveranstaltungen zu finden, um unsere Möglichkeiten zu maximieren. Auf jeden Fall. Die Erkundung einer Mischung aus beidem kann unsere Reichweite erweitern und Türen zu neuen Möglichkeiten öffnen. Gut gesagt, Anna. Die Teilnahme an Messen und Netzwerkveranstaltungen ist eine proaktive Möglichkeit, unseren beruflichen Horizont zu erweitern und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Absolut, John. Indem wir diese Möglichkeiten nutzen, können wir unser berufliches Wachstum fördern und ein starkes Unterstützungsnetzwerk aufbauen. Machen wir es uns zur Priorität, nach diesen Veranstaltungen Ausschau zu halten und die Networking-Möglichkeiten, die sich uns bieten, optimal zu nutzen. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Es geht darum, unsere Komfortzonen zu verlassen und durch Networking neue Türen zu öffnen. Prost darauf, Anna. Lassen Sie uns die Macht der Vernetzung nutzen und sie nutzen, um unsere beruflichen Ziele zu verwirklichen.